Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Studio. Also eigentlich ist ja nicht ein neues Studio, aber ich habe 3 Retro-Lampen hinten angebracht. Das ist noch nicht alles, aber wofür ist das Retro-Licht gut? Zum einen, es schafft ein bisschen Tiefenunschärfe, auch wenn es jetzt meinen dunklen Stoff im Hintergrund etwas beleuchtet. Zum anderen schafft es einen leichten Schimmer rundherum, um mich vom Hintergrund zu separieren. Ich habe trotzdem noch meine 3 Lichter. Ich bin natürlich am Überlegen, ob ich Bodenbeleuchtung irgendwie auch machen lasse, von unten rauf vielleicht, irgend sowas. Ich habe noch einen übrig. Mal schauen, für was wir den einsetzen können. Ansonsten plane ich mir jetzt noch beim IKEA mal nachzuschauen. Es gibt anscheinend dort auch günstige, nicht so tiefe Regale, die ich mir in die Wand stellen kann. Da kann ich meine Objektive reinhauen, meine Drohne, meine Gimbals kann ich alle reinstellen und ein bisschen indirekt beleuchten mit ein bisschen LED, um ein bisschen Farbe reinzukriegen. Ich habe hier ein Licht, welches mein Gesicht beleuchtet. Da steht eins im 90 Grad Winkel weiter weg, was ein bisschen für eine dunklere Ausleuchtung, hört sich blöd an, aber eine dunklere Ausleuchtung sorgt. Und hier direkt bei Side the Camera habe ich noch eines stehen, das auch von vorne noch ein bisschen zusätzliches Licht gibt, und vor allem, wenn ich was in die Kamera halten sollte zum Beispiel, dann wird das auch beleuchtet. Ja, der Plan ist, weil ich endlich, weil da hinten keine Lampe mehr steht, Weitwinkel, so richtig Weitwinkel filmen kann. Ich glaube, ich bin momentan bei, lass mich schauen, 17. Eine Brennweite von 17. Auf einer Vollformatkamera ist das 1:1, also 17. Das heißt, ich habe noch dieses Teil hier. Das nennt sich ein Mikrofongalgen. Bisher war das alte Rode drauf. Es hat aber meiner Meinung nach einen nicht so leimenden Sound produziert. Aber wir werden das ein bisschen umfunktionieren. Ich hoffe, es schaut so aus, wie wenn es ein bisschen mehr Gewicht aushält. Das Teil hier ist eine Riesenschraube und ich würde gern hier einen Camcorder oder eine zweite Kamera drauf tun, die einfach dann, so wie dieses Ding, einfach von oben runter filmt, straight, und dann besorge ich mir auch noch vom IKEA noch so einen Tisch oder eine leimende Tischplatte halt, weil das ist ein Studio und wir brauchen ja auch keinen echten Tisch. Es reicht im Prinzip ja auch nur die Tischsteher, weil die Tischsteher sieht man ja sowieso nicht. Und jetzt bin ich auch neugierig, wie das dann in der Farbbearbeitung nachher ausschaut, weil momentan scheint alles extrem hell zu sein. Was passiert eigentlich, wenn ich das Licht abdrehe? Hup. Ah ja, ist gleich mal weniger hell. Vielleicht filme ich überhaupt nur mit den 2 Lichter. Schaut doch gleich mal viel stimmiger aus. Wir werden das natürlich testen, eh klar. Ja, wenn dir dieses kleine Update gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du ein Gefällt mir da lässt. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Schreib mir einen Kommentar, was du besser machen würdest, ob du vielleicht einen Vorschlag hast für mich, einen konstruktiven Vorschlag, wie ich mein Studio etwas adäquater einrichten kann. Ja, und ansonsten danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.